Hallo und herzlich willkommen. Heute lernen wir Deutsch mit der Geschichte Der letzte Abschied. Hört gut zu. Entdeckt neue Wörter und genießt die Geschichte. Los geht's. Der letzte Abschied. Als ich an diesem Morgen mein Handy klingeln hörte, wusste ich sofort, dass dieser Tag anders werden würde. Mein alter Freund Hassan rief an, was schon ungewöhnlich war, denn wir hatten lange nicht gesprochen. Hassan und ich hatten in unserer Kindheit viel Zeit zusammen verbracht, und mit ihm und Leila habe ich die besten Erinnerungen. Aber seit ich nach Berlin gezogen bin, hatten wir immer weniger Kontakt. Ali, wie geht's? Fragte er, doch ich hörte, dass etwas in seiner Stimme nicht stimmte. Hast du Zeit? Fuhr er fort. Ja, klar. Was ist los? Hassan zögerte kurz, und dann kam es. Ali, Leila ist gestorben. Dieser Satz ließ alles um mich herum stillstehen. Leila. Diejenige, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, aber die immer in meinen Gedanken war. Wir waren als Kinder unzertrennlich gewesen. Sie war der fröhliche, mutige Teil unserer Freundschaft, während ich immer etwas zurückhaltender war. Sie blieb in unserer Heimatstadt, während ich wegzog, um in Berlin zu leben. Irgendwie hatten wir den Kontakt verloren, aber vergessen hatte ich sie nie. Was? Wann? Meine Stimme klang schwach, unfähig, die Nachricht zu verarbeiten. Gestern, sagte Hassan, die Beerdigung ist übermorgen. Ihre Familie würde sich freuen, wenn du kommen könntest. Die Nachricht traf mich hart, aber ich wusste, dass ich gehen musste. Ich musste mich von ihr verabschieden, von der Vergangenheit und vielleicht auch von dem Teil von mir, den ich in unserer kleinen Stadt zurückgelassen hatte. Ohne viel nachzudenken, buchte ich noch am selben Tag einen Flug für den Abend. Noch am selben Tag machte ich mich auf den Weg zum Flughafen. Die Menschenmengen um mich herum, das ständige Rauschen des Flughafens und die Durchsagen, all das nahm ich nur verschwommen wahr. Mein Kopf war voll von Erinnerungen an Leila. Ich dachte daran, wie wir als Kinder durch die engen Gassen unserer Heimatstadt gelaufen waren, Hand in Hand, und die Welt erobern wollten. Während sie immer den Traum hatte, in der Stadt zu bleiben und Lehrerin zu werden, wollte ich immer hinaus in die große Welt. Doch jetzt fühlte sich alles so bedeutungslos an. Was hatte ich erreicht? Ja, ich lebte in Berlin, hatte einen guten Job, aber all das konnte nicht über die Leere hinwegtäuschen, die Leilas Tod in mir hinterlassen hatte. Der Flug war lang und fühlte sich endlos an. Ich konnte nicht schlafen, meine Gedanken kreisten immer wieder um die gleichen Fragen. Warum hatte ich nie den Mut gefunden, sie zu besuchen? Warum hatten wir den Kontakt verloren? Es gab so viele Dinge, die ich ihr hätte sagen wollen, aber nun war es zu spät. Als ich am frühen Morgen des nächsten Tages landete, wartete Hassan bereits auf mich. Er sah erschöpft aus, seine Augen waren gerötet, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Es tut gut, dich zu sehen, Ali, sagte er leise, als er mich umarmte, aber ich wünschte, es wäre unter anderen Umständen. Wir fuhren schweigend durch die vertrauten Straßen unserer Heimatstadt. Alles sah kleiner aus, als ich es in Erinnerung hatte, als ob die Zeit hier langsamer vergangen wäre als bei mir. Das Leben in Berlin hatte mich verändert, aber hier schien alles gleich geblieben zu sein, bis auf die Tatsache, dass Leila nicht mehr da war. Als wir vor Leilas Elternhaus ankamen, war mir schwer ums Herz.
Es fühlte sich an, als wäre ein Knoten in meiner Brust, der sich immer weiter zuzog. Hassan ging vor, klopfte an die Tür, und nach wenigen Momenten öffnete Lailas Mutter. Ihr Gesicht war blass und gezeichnet von Trauer, doch als sie mich sah, schien für einen Moment Erleichterung durch ihren Schmerz zu blitzen. »Ali, du bist gekommen«, sagte sie mit zitternder Stimme und trat einen Schritt vor. Sie zog mich in eine feste Umarmung, und ich spürte die ganze Last ihres Schmerzes. »Sie hat immer von dir gesprochen«, flüsterte sie. »Du hast ihr so viel bedeutet?« Diese Worte trafen mich tief. All die Jahre, in denen ich nicht zurückgekommen war, hatte Leila trotzdem an mich gedacht. »Es tut mir leid«, brachte ich schließlich hervor. »Es tut mir leid, dass ich nicht früher hier war.« Lailas Vater trat nun auch zu uns. Er hatte sich an den Türrahmen gelehnt, die Hände in den Taschen vergraben. Sein Gesicht wirkte hart, aber in seinen Augen sah ich den Schmerz eines Vaters, der seine Tochter verloren hatte. Er nickte mir nur stumm zu und legte seine Hand auf meine Schulter. »Sie war stolz auf dich, Ali«, sagte er ruhig, »auch wenn du nicht da warst.« Diese Worte überraschten mich. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte, und stattdessen nickte ich nur und senkte den Kopf. Die Schuldgefühle nagten an mir, aber gleichzeitig spürte ich, dass Leila mir nicht böse gewesen war. Es war, als hätte sie mir verziehen, lange bevor ich überhaupt zurückgekehrt war. Im Wohnzimmer versammelten sich die Verwandten und Freunde, alle in tiefer Trauer versunken. Es war eine bedrückende Stille, nur ab und zu hörte man jemanden leise schluchzen. Lailas Mutter bot mir einen Platz neben sich an. Sie hielt meine Hand und sprach kein weiteres Wort. Ich war dankbar für diese Stille. Manchmal gibt es nichts, was man sagen kann. Manchmal genügt es einfach, zusammen zu sein. Am nächsten Tag war die Beerdigung. Es war ein klarer, sonniger Tag, aber die Stimmung war düster. Die Sonne schien gnadenlos auf uns herab, während wir am Grab standen. Ich konnte die Worte des Imams kaum hören, weil meine Gedanken woanders waren. Ich dachte an Leila, an das Lachen, das sie in unser Leben gebracht hatte, an all die Träume, die sie gehabt hatte. Und jetzt war sie fort. Als der Sarg hinabgelassen wurde, spürte ich, wie eine Träne meine Wange hinunterlief. Ich hatte so viele Gelegenheiten verpasst, mich bei ihr zu melden, sie zu besuchen, und jetzt war sie für immer fort. Ich nahm eine Handvoll Erde und warf sie in ihr Grab, während ich leise ein Gebet sprach. Es war mein letzter Abschied von Leila. Nach der Beerdigung fuhren Hassan und ich zu einem alten Platz, an dem wir früher oft mit Leila gewesen waren, einem kleinen Hügel mit Blick auf das Tal. Wir hatten dort als Kinder oft gesessen, über die Zukunft gesprochen und Steine übers Wasser springen lassen. Jetzt saßen wir dort in Stille. Es war seltsam, wie sich die Zeit verändert hatte, aber dieser Ort war immer derselbe geblieben. »Weißt du«, sagte Hassan schließlich, »Leila hat immer gesagt, dass du eines Tages zurückkommen würdest.« Ich lächelte schwach. Und ich bin zurückgekommen. Aber viel zu spät. Wir saßen noch eine Weile schweigend da, und ich dachte über alles nach. Über Leila, über das Leben, das wir nicht zusammengelebt hatten, und über die Zeit, die wir verschwendet hatten. Doch in diesem Moment fühlte ich auch Frieden. Ich hatte mich von ihr verabschiedet, und in gewisser Weise hatte ich auch einen Teil meiner Vergangenheit losgelassen.
Als ich am nächsten Tag den Flug zurück nach Berlin nahm, fühlte ich mich verändert. Es war immer noch schwer, Lailas Tod zu akzeptieren, aber ich spürte auch, dass ich Frieden gefunden hatte. Die Erinnerungen an sie würden immer bei mir bleiben, und das war tröstlich. »Mach's gut, Leila«, flüsterte ich leise, als das Flugzeug abhob. Ich wusste, dass ich sie nie vergessen würde. Und mit diesem Gedanken flog ich zurück nach Berlin, bereit, das Leben weiterzuführen, aber mit dem Wissen, dass die Vergangenheit immer ein Teil von mir bleiben würde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie gerne meinen Kanal für mehr unterhaltsame Lerninhalte auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal.